Wow, was für eine Erinnerung, Zoller. Alle ihr Lieben, begrüße euch zu mit ihm betrachten Episode. Hallo. 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 Hey. Ja, vielleicht auch die Frage, wie geht es dir mit ihm betrachten zu einer neuen Wahrnehmung? Auf jeden Fall, ich muss sagen, mich fokussiert es auch ganz stark darauf, dass es wirklich um nichts anderes geht als um eine neue Wahrnehmung. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und solche Erinnerungen, wie ich sie gerade geteilt habe mit dir, mit diesem Song Little Bit Independence von Fats Waller, ist ein Beispiel dafür, wie das auch seinen Ausdruck durch uns finden will. Diese neue Wahrnehmung kann nur durch mich, durch dich, durch uns als Beispiel vorgelebt werden und in dem Sinne auch wieder nur für uns so gelebt werden, dass wir ganz individuell gesehen eben anerkennen können, dass hier etwas mit uns passiert ist, was unsere alte Denkweise und Sehweise als getrennter Geist, als Homo sapiens Mensch im Sinne von, wir sind ja nur hier, um zu warten, bis wir sterben, buchstäblich ausgehebelt wurde und dass wir nun diese neue, in Platz fallende Wahrnehmung demonstrieren dürfen, uns selbst geben dürfen, unserer Welt zeigen dürfen. Wie das aussieht, sieht genauso aus, wie es für dich jetzt aussieht, in deiner Bereitwilligkeit, den Heiligen Geist durch dich durchkommen und kommunizieren zu lassen. Weil die Form der Kommunikation ist das Wenigste, worum wir uns kümmern wollen. Aus dem urteilenden menschlichen Geist wird es immer so aussehen wie Marianne, das ist nicht gut genug. Was? Und so wird es vielleicht noch gespiegelt, reflektiert für einen Moment von der Welt. Aber wir wissen, dass dies nicht so ist und dass es nicht von so einer Wahrnehmung abhängt, weder unsere Erlösung noch die Erlösung der Welt. Mit einem Geist zusammenzugehen, wie es für mich persönlich, der Geist, den ich als den Geist des Meisters Christus Jesus und einfach transferiere mit einem anderen Namen, der Master Teacher von Ein Kurs in Wundern, das ist ja alles auswechselbar, das ist ja alles vollkommen nebensächlich. Das ist auch das, was er versuchte zu lehren, dass es darum niemals gehen kann, weil wir dem so viele Beachtung geschenkt haben in der Vergangenheit und es immer zum Götzen erhoben haben. Und dass dies nun tatsächlich in dem Zurückführen zu unserem persönlichen Kontakt in uns eine Entsprechung unserer selbst werden darf. Und ich verwende ganz bewusst diese Worte, weil wer hat sich heute noch nicht schuldig gefühlt, der diese Lektion 105, der Friede und die Freude Gottes sind mein, wirklich gemacht hat? Hände hoch, wie ich so eingangs gesagt habe. Bei mir war es dann halt, okay, komme eine Minute später. Es gibt niemanden, der diese Lektion wirklich heute gemacht hat und nicht ein geringstes Gefühl von Schuld in sich entdecken durfte. Weißt du warum? Einfach nur zu lesen, ja, über die Gaben, die die Welt zu geben hat, dass hier dass ein mit der Schuld abgeschlossener Handel eingegangen wurde, kann ich mich in einer Erinnerung mit einem Paket aus der Vergangenheit nicht schuldig fühlen.
weil das ist, was ich gemacht habe. Und ich kann da auch nur für mich sprechen und nicht für dich. Aber ich habe auf jeden Fall einen Pakt mit dem Teufel in der Vergangenheit als einen abgeschlossenen Handel mit mir selbst, der Schuld verursacht hat, eingegangen. Wofür? Um bloß nicht das Bild der Illusion verlieren zu müssen, um bloß nicht mein Selbstbild in der Reflexion einer Welt verlieren zu müssen, um bloß nicht die Anführungszeichen Wirklichkeit der Welt, die ich gemacht habe, verlieren zu müssen. Und davon stammt in Wirklichkeit unser Schuldgefühl. Nicht wirklich, was wir anscheinend uns einander angetan haben. Weil ein Teil unseres Geistes weiß ganz genau, dass hier nichts getan wurde und niemand irgendetwas angetan wurde. Ja? Aber wie wir gedacht haben und worauf wir uns eingelassen haben in unserem Denken, um hier diese Austauschebene wirklich zu halten, das ist, wo Schuld herkommt und wie Schuld begründet ist und gestärkt wurde. Und aus diesem Grunde ist der Wert einer solchen Lektion so immens. Und für mich war es halt, dass ich gesehen habe, also solche Erinnerungen mit solchen Sequenzen von Musik aus den 1930ern, wie es hier Fats Waller demonstrierte und nach wie vor in unserem Geist in Erinnerung ruft, war halt, dass der alte Mann, dieser Master Teacher, in Sessionraum reinkam und so rumging und da wurde diese Musik gespielt und er hat sich mehr oder weniger den Geist jedes einzelnen Individuums in dem Rumgehen angesehen und hat daneben halt mitgetanzt, gelacht, was immer zum Ausdruck gebracht. Aber es war eine Erinnerung seiner selbst in seinem eigenen Geist über ihn selbst, über sich selbst. Und das ist, was wir jetzt angeboten bekommen, ebenso in dieser Beziehung mit uns selbst in der Welt zu demonstrieren. Und dann hat er oft natürlich aus seiner eigenen Kiste sozusagen von Erinnerungen eben ganz einfach erzählt. Was passierte, und das ist, was das Wunder ist, wann immer wir etwas teilen, weil dieser Raum hier ist geöffnet, um uns zu zeigen und etwas von uns zu zeigen, wie ich es gerade zeige, wie es mir gegangen ist in diesem Zusammenkommen mit ihm. So hast du genauso diese geöffneten Areale, diesen Space buchstäblich, diesen Raum im Geist, um zu zeigen, wie du eigentlich deinen Geist umwandeln kannst und in Wirklichkeit umwandeln hast lassen. Und für ihn war es halt so, dass er erzählte, als ein junger Bub war mit 10, 11, 12 Jahren, von der Schule nach Hause kam und da war im Radio, da gab es ja nur Radio, wir sprechen hier von den 1930ern, das war noch vor dem Krieg beziehungsweise während der Kriegszeit, hat er, wie gesagt, diese Musik im Radio gehört und er hat erzählt, dass er sich erinnern konnte, wie sehr er sich beeilt hat, nach Hause zu kommen, weil immer zu der Stunde diese Musik von Fats Waller gespielt wurde. Wenn wir von Beständigkeit sprechen, was wir heute wieder eigentlich suchen in unserem Geist, durch dieses Chaos der Multimedien, das ist, wo wir herkommen. Ich habe eine Dokumentation oder verschiedenste Dokumentationen mir angesehen. Ich schaue mir jetzt wirklich wirres Zeug an, muss ich sagen. Aber es ist so gut, weil es irgendwie so auch meine Erinnerung hochbringt. Und das war auf YouTube und das heißt, glaube ich, in den 70er Jahren auf Englisch war alles besser. Everything was better, ne? Und das sind so 20 Minuten Dokumentation und Zusammenfassungen, auch natürlich mit der KI verwendet teilweise. Aber es hat mich selbst erinnern lassen, als ich nämlich genau so ein Junge war, zwischen 10 und 20 Jahren in den 70er Jahren, wie das anders war. Und da war alles auf Beständigkeit ausgerichtet.
Die meisten von uns sind aufgewachsen mit beständigen Essenszeiten, mit beständigen Zu-Bett-Gehenszeiten, mit beständigen Zeiten, wann gespielt wird, wann irgendetwas gemacht wird, wann die Familie zusammenkommt, wann gemeinsam ferngesehen wird. Beim Fernsehen, also das kann ich mich gut erinnern, es war unmöglich, dass man dabei gegessen hätte. Ne? Nein, gegessen hat man am Tisch und am Tisch hat man sich unterhalten und dann ist man gemeinsam oder zu irgendwelchen Zeiten am Fernseher zusammengekommen und hat mehr oder weniger wie vor dem Christbaum gewartet, was diese Serie, die man schon das ganze Jahr angeschaut hat, jetzt Neues bringen wird. Und ich habe es eh schon einmal erwähnt, ne, die letzte Serie, auf die wir gestoßen sind. Einige von euch haben sich mir ja da gleich angeschlossen. Was bin ich mit Robert Lemke? Kann ich nur empfehlen. Und egal, was die Serie war, ne? Weil es war alles eine Serie, buchstäblich. Ne? Jeden Samstag dasselbe, jeden an dem und dem Tag dasselbe. Dick und doof zu der Uhrzeit an dem Tag. Ne? Also kann ich nur empfehlen. Aber das ist auch, weil in unserer Erinnerung eine Beständigkeit da ist. Und jetzt dürfen wir, vielleicht ist genau dafür dieses Chaos da, was wir eigentlich in der Welt oder reflektiert bekommen von diesen Multimedien, um uns zu erinnern, dass wir eine Chance haben und die Gelegenheit nutzen sollen, um zu demonstrieren, dass die Beständigkeit dieses Friedens und der Freude Gottes in uns sich nun setzt und dass wir, egal was da in der Welt vor sich geht, dies in einer Beständigkeit einladen. Weißt du, wie das eigentlich aussieht mit diesem Wortwahl aus den früheren Zeiten? Komm, Bruder, setz dich mit mir vor dem Fernseher, in dem es ist buchstäblich eine Flimmerkiste, in der kein Bild mehr entsteht. Das war als das Testbild. Wenn alles vorbei war, um Mitternacht, ne, wurde alles abgeschaltet. Kannst dich erinnern, da war das Testbild und da hat es nur geflimmert. Ne? Und dieses Flimmern ist nach wie vor das Bild eigentlich in unserem Geist, wenn sich die Kameralinse auf die Kamera einstellt, auf sein eigenes Bild einstellt. Und das habe ich oft, stundenlang konnte ich drüber sprechen in der Vergangenheit. Wenn du mit einer Kamera vor einen Spiegel trittst und dich selbst im Spiegel mit dieser Kamera filmst, dann kriegst du genau dieses Flimmerbild. Du brauchst aber eine Kamera dazu. Ne? Und das ist, was wirklich das Bild der Welt in unserem Geist ist. Ja? Da ist nichts da, da sind nicht diese Figurenbilder da. Ja? Und das ist die Repräsentation buchstäblich der Beständigkeit, wie Gott uns kennt. Ja? Nämlich als seine Freude, seine Liebe, sein Frieden. Und um das abzuschließen, um dir den Platz aufzumachen für deine Ideen, Gedanken und Fragen, hier dieser zweite Absatz, weil das ja eine Aufzählung ist, hat natürlich einen besonderen Wert dieser Lektion 105, weil er spricht von Begrenzungen und Mängel, die vorausgesetzt werden, in diesem Sinne von, dass ein Handel abgeschlossen wurde und spricht über diese Gaben, wie sie im begrenzten Geist, im Ego-Geist, welche Ursachen auch, welche Bedeutungen da dahinter gesetzt oder nach wie vor ja, bestimmt werden im eigenen Geist, dass sie Bedeutung haben. Keine Gabe wird so gegeben. Solche Anführungszeichen Gaben sind nur der Einsatz. Auf Englisch heißt das Wort a bid. Ne? Das ist ein Wetteinsatz. Das ist, was man auf Wall Street macht. Ne? So, verlierst du den Krieg im Iran oder nicht? Ich mache einen Wetteinsatz dafür und entsprechend, wie hoch der ist, werde ich dann entsprechend gewinnen oder verlieren. Aber solche Gaben sind nur, und du kannst durchaus hinzufügen, in der Welt, sind in der Welt nur ein Einsatz für einen wertvollen Gewinn, einen wertvolleren Gewinn.
Ein Darlehen mit Zinsen, das voll zu bezahlen ist, hier ist die Auflistung, eine vorübergehende Leihgabe als Pfand für eine Schuld gemeint, die höher zurückzuzahlen ist als das, was der bekam, der die Gabe entgegennahm. Und diese merkwürdige, und das ist das einzige Wort, das wir uns hier in Erinnerung rufen und letztendlich uns selbst lehren wollen, da ist nichts anderes am Laufen als eine Verzerrung in unserem Geist. Es ist eine verzerrte Denkweise und er spricht es mit dem Wort an. Diese merkwürdige Verzerrung dessen, was geben bedeutet, durchdringt alle Ebenen deines Denkens, alle Ebenen der Welt, die du siehst. Sie nimmt den Gaben, die du gibst, jegliche Bedeutung und lässt dir nichts in denen, die du entgegennimmst. So, ein wichtiges Lernziel dieses Kurses besteht natürlich aus diesem Grund darin, deine Sicht des Gebens umzukehren, damit du empfangen lernst, damit du lernst, was empfangen bedeutet, damit du empfangen kannst im wahrsten Sinn des Wortes, weil ja der Geist so umgekehrt werden muss, damit hier eine Klarheit besteht. Ich kann in Wirklichkeit gar nichts anderes empfangen als den Frieden und die Freude Gottes, als die Gewissheit, dass ich von Gott selbst geliebt bin und dass ich deswegen gar nichts anderes geben kann als seine Gaben. So, ja, lass uns hier weiter miteinander verbinden und plaudern und was immer auf den Altar legen und vom Heiligen Geist anschauen, betrachten und reflektieren. Danke, dass du hier bist. Wunderbar, danke, danke. Was mir eingefallen ist mit der heutigen Lektion war, dass ich ja immer, wenn ich etwas geschenkt bekomme, etwas gegeben bekomme, in der Zeit hier immer das Gefühl habe, ich muss mich revanchieren, ich muss dafür etwas zurückgeben. Etwas ähnlich Wertvolles, etwas, ja. Und das macht mich dann, ja, inzwischen nicht mehr, aber es ist dann dieses Gefühl, ich bin dem anderen etwas schuldig. Ja, und das ist ja auch alles nichts anderes als eine klare Austauschidee, ne? Ja, Und damit diese Austauschidee ja überhaupt zustande kommt, ne, muss ich ja mir selbst und dem anderen, beziehungsweise die Gabe, die ich meine, ich geben könnte, beziehungsweise die Gabe, die ich empfangen habe, ich muss sie eingereiht haben mit einem Wert. Kannst du dazu etwas sagen über die Rangordnung der Werte? ja, der Wert ist das, was bleibt für mich. Also Aha, was bleibt, genauso. ich Oder bin auch was schon die wert. Einschätzung des Wertes, was ich erhalten habe, was mir gegeben wurde. Ne? Das läuft dir Ja, fast anscheinend automatisch ab. Okay, du hast mir jetzt die und die Sache gegeben und sofort wird das Ego dazu sagen, welcher Wert dem entspricht. Aber der Wert ja, wird nie ein ganzer Wert sein. Und das ist, warum genau. es ein Thema ist, das behandelt werden soll. Ne? Das Ego Deswegen, kann dem, was gegeben wird, nie einen ganzen Wert geben, weil es nicht weiß, was ein ganzer Wert ist. ja, Weil es wäre so, dass das Ego in dem Moment erkennen würde, dass die Gabe, die empfangen wurde, dass da überhaupt
es keinen Wert hat auf der Zeitlinie, sondern dass es rein eine Herzensgabe als Liebe selbst, als eine Demonstration der Liebe selbst, als ein Gedanke der Liebe selbst, als einzigen Wert hat und dass es gar nichts anderes ist. Ja? Und Ganz das genau. würde auch heißen, dass alle anderen Werte, die in der Kategorie sich befinden oder in den verschiedensten Kategorien eingeteilt wurden, automatisch losgelöst und verloren gingen. Und deswegen wird diese Ego-Denkweise auch alles tun, damit ein Wert der Gabe weiterhin in ihrer Unterschiedlichkeit eingestuft wird. Weil die Gefahr besteht und die Bedrohung besteht, dass alle Werte über alle Gaben verloren geht. Weil dann wäre ja alles nichts anderes als die Gabe der Liebe selbst. Ne? Aber das ist genau, was es ist. Und das kann nur eine Geistesschulung herauskristallisieren, dass das so ist. Und letztendlich müssen wir das so üben, ob wir das glauben oder nicht, ob der Geist noch hergeht und dem Werte gibt und sie einordnet oder nicht. Aber wir sind frei im Geist. Ich habe das gestern in der Spanisch-Reunion auch, hatten wir so ein Beispiel dafür, wie frei wir sind und wie wir diese Freiheit nutzen müssen in Bezug auf Krankheit dasselbe, auf Symptomatik. Die Symptomatik mag wahrgenommen werden. Das ist alles noch auf der Wahrnehmungsebene im alten Gefüge eingebettet. Aber wir sind frei, bereits dahinter die Wahrheit zu erkennen und für uns hochzuhalten und zu sagen, nein, dem glaube ich nicht mehr. Es ist nichts anderes als die Macht unseres Glaubens. Es ist die Macht des Glaubens, das bestimmt, was unsere Wirklichkeit sein soll, wie wirklich eine Gabe entweder in einer begrenzten Entsprechung von Wert sein soll oder eben dieselbe Liebesgabe, Lichtgabe wie jede andere Gabe. Und wo wir dann ankommen, und das ist das Großartige, ist, dass wir wissen, dass es keinen Rangordnungsunterschied gibt zwischen einer kleinen und einer großen Gabe. Ne? Oh, ich behandle dich anders, weil du mir 1.000 € überwiesen hast, als den Bruder, der mir nur 10 € überwiesen hat. Ne? Das ist die Rangordnung, die das Ego nährt, ne? Und nähren möchte. Aber ich bin frei in meinem Geist, dies gleich zu sehen und gleich zu behandeln. 1 € ist dasselbe wie 1.000 €, wie 100.000 €, wie 1 Million Euro, wie alles Geld und jeder Wert, den es in der Welt gibt. Es ist alles dasselbe. Und das ist, was das Ego versucht, ständig gespalten zu halten, ständig in Unterschieden zu halten. Nein, das ist nicht dasselbe. Jetzt kannst du viel länger überleben mit dem Geld. Ja, ja, wer will denn hier länger überleben? Ne? Das wäre eine gute Rückfrage. Wie schlimm muss es denn noch werden im Traum der Welt, ne? Und bis es klar wird, dass es absolut okay ist und ein totales Ja gegeben wird. Ich bin bereit, heute bei meinem Vater im Himmel zu sein. Und wenn das wirklich, weil das ist, wo wir sind, ne? Wenn das wirklich der Wille ist, mein Wille ist, dann ist klar, es geht gar nicht anders, dass die Welt, die ich sehe, buchstäblich aus meinem Geist verschwinden muss. Und dann mag ich mich erinnern und erkennen, ah, sie ist bereits verschwunden. Ich habe bloß geträumt, bloß geträumt. Nena, wie viele Kurse in Wundern brauchst du noch, Bruder? Reicht der eine aus? Wenn der eine ausreicht, dann wirst du mir zustimmen. Wenn du meinst, dass du noch so viel hier zu tun hast, ja, dann vielleicht brauchst du noch mehrere Kurse. Auch okay. Niemand im ganzen Universum kümmert sich darum. Die ganzen Kurse sind schon bereitgestellt, die du noch haben möchtest. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon bereitgestellt, die du noch haben möchtest. Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben. Sie warten alle schon darauf, dass du. 'Sie sind alle schon geschrieben
dass du sagst, okay, gib mir den nächsten Kurs. Vielleicht steht doch ein bisschen was anderes da drinnen, was ich meine, dass mir noch fehlt für meine Entscheidung. Und das ist, was hier alle anderen, die jetzt keine Zeit haben, hier sich mit uns zu verbinden, machen. Sie suchen und laden ein und sind in dem Austausch mit all dem, was sie eigentlich noch als Botschaft haben möchte, um hier eine Zufriedenheit für sich zu erfahren, von, okay, vielleicht brauche ich das doch nicht mehr und brauche doch keinen anderen Kurs mehr. Vielleicht brauche ich keinen anderen Bruder mehr als dich. Wie wär's damit? Wow. Wow. Weil das impliziert, ich habe gar keine andere Wahl, als dich als Christus Jesus zu erkennen, als den Meister zu erkennen. Da wird's praktisch. Das ist, was praktisches Üben ist. Vergiss die Worte, vergiss letztendlich all die Konzepte dazu. Jürgen lacht sich einen ab. Ja, genau, weil da verstehst du, dass wir smack in unseren Beziehungen und wie wir sie sehen wollen, wie wir sie denen Bedeutung geben, wie wir in unserem eigenen Geist bestimmen, wie es im Spiegel zurückreflektiert werden soll. Ne? Da können wir uns alle bei der Nase nehmen, ne? Wo noch begrenzte Denkweisen und Ego-Gedanken aufrechterhalten und verteidigt werden. Unglaublich, nicht wahr? Also ich bin immer total erstaunt, wenn ich in meinem Geist hinkomme, wie das überhaupt möglich ist im menschlichen Bewusstsein, dass Angst, Trennung und letztendlich alle Formen des Ausdruckes der Angst vor Gott bevorzugt wird vor dem Frieden, der Freude, der Liebe und aufzugehen in dem, was alles ist und sich zu erinnern. Es ist wirklich, es ist Ja. so ein purer Wahnsinn, der hier verteidigt und aufrechterhalten wurde seit Anfang der Zeit. Ja, wer wollte was sagen? Ja, Suhini. Ja, ich möchte mich outen, weil mir ist so deutlich geworden, wie ich ein altes Muster, was ich bei meiner Mutter so vermeintlich gelernt habe, immer noch mit mir rumtrage. Ähm, ich nehme als Beispiel, ne, ich wurde krank, damit ich Aufmerksamkeit von ihr bekomme. Und ich wusste genau, das hält ungefähr einen halben Tag und dann kriege ich einen drüber, dann ist sie genervt. Und dieses Erkennen von, aber trotzdem war es mir das wert, wenigstens diesen halben Tag diese Aufmerksamkeit zu bekommen, obwohl es danach fast noch schlimmer wurde. Und ich stelle das gerade fest, dass ich das, naja, ist ja kein Geheimnis, mit Jürgen irgendwie wiederhole. Ja, Und ihm es auch bestätige, dass das bei ihm genauso funktioniert. Dass ich, wenn er mir hilft oder wenn er für mich da ist, weil ich in irgendeiner Krise bin, er mich begleitet, ich erwarte, irgendwann kriege ich es um die Ohren. Und natürlich passiert es. Und irgendwo ist da, ich merke, dass in mir eine Bereitschaft jetzt wächst. Ich möchte direkt annehmen können. Also diese Lektion heute, die hat mich so erwischt in diesem Schuldhandel, in diesem, ah, ja, da merke ich auch meine Tränen. Ich möchte das eigentlich nicht mehr so. Und dann, ja, das war ja. jetzt ein Bedürfnis, mich damit so zu outen. Ja, danke. Und das Thema, ich habe es nur kurz angetastet, auch mit diesem Beispiel auf Krankheit und Krankheitssymptome und zu sehen, dass diese Macht des Glaubens wirklich unsere ist. Ne? Und indem, wenn wir das jetzt öffnen, genau mit diesen Inhalten, wie du sie teilst, Sohini, wo wir da ankommen, ist ganz klar zu sehen, wie die Frage der Geschwindigkeit, wie schnell ich unterwegs sein möchte. Und weil ich ja ständig die Reflexion bekomme meines Geistes, ne, und mir dann sage, ja, ist ja noch gut genug oder bin ich ja zufrieden mit der Langsamkeit, wie ich wähle, mich zu erfahren,
Und das ist eigentlich immer die Einladung des Meisters, des Christus selbst in unseren Geist, weil ein Teil unseres Geistes ist ja nicht zufrieden damit und möchte ja den schnelleren Weg, ne? Und weiß bloß nicht, wie es geht oder wie man denken sollte oder was die Aktionen im Geist sind. Jetzt Aktionen nicht im Tun, sondern im Denken, ne? Eine Aktion ist ja mehr oder weniger den Gedanken auszudehnen und zu erfahren, was der Gedanke eigentlich wirklich ist, weil so wird es zurückgespiegelt. Und wenn ich das jetzt hernehme, was du gerade geteilt hast, und wir sind am Punkt, wo wir sagen, okay, wir laden den Meister ein und der Meister soll präsent sein und soll sich zeigen. Nun, wie wird es? Was werde ich dabei lernen? Und das ist auch, warum eigentlich vermieden wird, dass der Meister tatsächlich im Traum mit einem gehen und einem begleiten und führen darf, weil man letztendlich gar nicht möchte, diese schnelle, unmittelbare Reflexion unseres wahren Selbstes, dass wir eigentlich überhaupt keine Wahl haben, als die Wahrheit zu wählen und die Wahrheit zu demonstrieren. Und ich gebe dir das jetzt als ein ganz praktisches Bild auch mit auf den Weg, auch wie ich das für mich gelernt bzw. erfahren habe. Weil vielleicht bleibt da etwas hängen, was dann angewandt bzw. erinnert werden kann. Weil es muss ja erinnert werden, genau in den Momenten, in denen eigentlich die langsame Version sich anbietet und man in die Falle fällt und wieder das Langsame wählt. Ja? Genau an dem Moment brauche ich einen Gedanken, der mich da rausholt, der mir hilft, buchstäblich ein Triggergedanke nennen wir das. Und dann kann ich durch diese Macht der Entscheidung vielleicht genau an dem Punkt neu wählen. Und so werde ich natürlich eine neue Erfahrung haben. So, was ich erfahren musste und für mich in meiner persönlichen Transformation wichtig war, war zu sehen, was den Unterschied ausmachte, ob ich so einfach in meiner eigenen Spiritualität dahin lebe und halt meine Bruderschaft und meine brüderliche Welt empfange und reflektiere, oder ob ich mit dem Meister gehe. Das ist wie Tag und Nacht ist das, sage ich mal dazu, ne? Weil wenn ich bereit bin, dass der Meister tatsächlich nicht nur, wie ich es lese im Buch, seine Hand ausstreckt und mich führt und Führung anbietet, sondern wenn ich das wirklich will und zulasse, weil das ist dann ja auch mein Nächster, das ist ja, das habe ich ja gestern in der Aleph auch herauskristallisiert mit dem Kapitel 8 und 9, der 9 Abschnitt 2, wo der Bruder das tatsächlich reflektiert für einen. Und wenn ich das jetzt wirklich will, wenn das meine Ausrichtung im Geist ist, weißt du, was dann passiert? Und das ist jetzt meine Erzählung meiner eigenen persönlichen Erfahrung, dass ich nicht losgelassen wurde, so lange, bis ich bereit war, meine neue Wahl für die Wahrheit und nur die Wahrheit zu teilen, zu demonstrieren, mich selbst zu lehren, mir selbst diese Reflexion zu geben, dass ich nichts anderes will als die Wahrheit. Das heißt, dass ich im Üben zu einer Demonstration und Ausdehnung dessen werde, durch wessen Kanal die Wahrheit überhaupt auf die Welt scheint. Das ist nämlich der Heilige Geist. Ja? Und das ist des Meisters Aufgabe. Er lässt dich nicht los. Er lässt dich nicht deinen Weg zum Tod und in die Hölle gehen, sondern er fordert dich so lange heraus. Das ist wirklich kein angenehmes Erfahren, solange in der Verteidigung ein Wert des Egos gegeben ist. Ne? Weil da kommt sofort das Ego, sagt so, was will denn der jetzt schon wieder? Ja, das ist die erste Reaktion. Ich habe doch gerade die Liebe demonstriert und er sagt, nein, das hast du nicht. Du hast eine kleine Version versucht, dir zu verkaufen. Ne? Komm hier hoch in dem Sinne mit mir und demonstriere das, was einzig wahr in jedem Geist ist. Was die Wahrheit ist wahr und nichts anderes wahr ist
demonstriert. So erst, und das ist ja, da geht es überhaupt nicht um einen Ausdruck, um ein Tun oder Nicht-Tun, sondern da geht es ganz klar nur um den Gedanken im Geist. Und dieser Gedanke im Geist wird natürlich nicht nur gefühlt und gespürt, sondern der sind wir. Verstehst du? Was du denkst in der Begrenztheit, das bin ich in dem Moment. Und nachdem ich weiß, dass ich nicht so eine Kleinheit bin, kann ich gar nicht anders, als dir deine eigene Größe zurückzugeben und dich einzuladen, nun aufzustehen und diese Größe zu denken und in dem Sinne zu demonstrieren. Und nur der Gedanke der Größe, dass dies, was ich meine, was ansteht oder wie das Problem gelöst werden kann, nicht der Größe entspricht, öffnet den Geist bereits, die Größe zu sein und die Größe in ihrer Entsprechung zu geben, zu teilen, zu demonstrieren, zu lehren. Das ist, was Lehren ist. Und das wird natürlich sofort reflektiert. Ja, du bist mit mir, wir gehen jetzt nach Hause. Ja? So darum geht es, dass wir lernen, uns nicht mehr länger in dieser Langsamkeit unseres Zufriedengebens mit der Kleinheit unseres Denkens hier aufzuhalten, sondern diese Beschleunigung anzunehmen, diese Herausforderungen, das ist buchstäblich eine Provokation im Menschengeist, sich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu lehren und nichts anderes als die Wahrheit, weil es nichts anderes gibt. Und das ist dann die Reflexion davon, wow, ja, es stimmt. Ich kann das nicht nur anders sehen, sondern ich bin die Demonstration dessen, was die Alternative selbst ist, was der Heilige Geist ständig in allen Situationen mir anbietet, mir zeigen möchte, was für mich möglich ist, was mir gegeben wurde und was ich jetzt als einzige Gabe für mich anerkennen soll. Da, der Christus wird dir nicht erlauben, dass du wieder stirbst in der Kleinheit deines Denkens von Versionen über Frieden, Freude, Liebe, ne? Sondern der Christus wird dich so lange provozieren, bis klar ist, dass du nur die Liebe sein kannst und nur lieben kannst im wahrsten Sinn des Wortes ohne Gradunterschiede. Und dafür, wenn wir dann Danke finden, ist die halbe Reise schon getan. Ne? Ja, danke. Ja, danke. Und weißt du was? Ähm, Ich glaube, du bist doch nicht der Jürgen, wirst du dann sagen. Ich finde gerade heraus, dass du doch nicht der bist, der ich meinte, der da oben im Dachgeschoss wohnt und darauf wartet. Na, weißt du, wer im Dachgeschoss wohnt? Was die Bedeutung ist, die im Dachgeschoss gewohnt haben und es suchen, wenn sie zurückkommen, im Dachgeschoss wieder zu leben. Weißt du, welche Vorstellung da in unserem Geist ist? Die Nee. Zombies. Die Zombies leben im Dachgeschoss. Ich habe meinen Bruder zu einem Zombie gemacht, den ich da oben verbanne ins Dachgeschoss. Es ist verheerend. Es ist wirklich verheerend, wenn ich mir meinen Menschengeist anschaue, wie ich mich verteidigt habe, beziehungsweise in welcher Kleinheit ich mich gehalten habe. Ja, danke. Ja, Danke. danke für diese Neuwahl jetzt. Ne? Oh, ja, Danke. ich wähle neu, ja. Ja, danke, Devaran. Ich bin ja nicht immer dabei, aber mich hat es heute gezogen. Irgendwie war es klar, dass ich das da hören muss. Ja, manchmal müssen auch die Zombies runterkommen Ja, und dürfen sich zeigen, ne? auf dem Zombie bleibt nichts anderes übrig. Irgendwann muss er doch zur Wahrheit greifen, weil sonst es geht einfach nicht anders. Ähm, ja, es ist letztendlich so, in dem, wie du das jetzt ausgedrückt hast, spüre ich letztendlich
Hm, also ich könnte es nicht wiedergeben oder so im Geiste, aber ich kann eigentlich nur sagen, es ist hier was angekommen, also auf der Gefühlsebene. Und ja, danke. Ja, und die Zombies können sich auch nicht erinnern gut, ne? Die haben Hm, Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Die haben Erinnerungsausfälle. Aber okay. jetzt, um das auch wirklich nach Hause zu bringen, weil was ist denn wirklich der Sinn und Zweck, als Zombie zurückzukommen? Der Zombie ist sich auch nicht bewusst, dass er bereits tot ist. Ja? Tot in seinem Ego-Gefüge. Das ist, was wir Hm, erst lernen müssen. Verstehst du? Ich musste erst, und das wird nur offenbart in der Erfahrung selbst. Oh mein Gott, als Mensch auf der Zeitlinie bin ich bereits tot. hm, Lebe ich nicht. Auf der Zeitlinie habe ich nie gelebt und lebe auch jetzt nicht. Ja? hm, So, ich muss das eingestehen können, dass ich mit allem, was ich noch mitbringe, an diesen vergangenen Erinnerungen, diese Fetzen, ja, ist, ist nichts anderes als eine Erinnerung meines Todseins und woran ich geglaubt habe, was ich noch sein könnte, aber in Wirklichkeit ist das bereits vergangen und vorbei. Ich bin hm, darin bereits gestorben als Ego, ne? In hm, meinem getrennten Selbstbewusstsein. So der hm, Zombie ist sich darüber nicht bewusst, der muss sich erst darüber bewusst werden. Und trotzdem erfüllt der Zombie, das kannst du mit allen Filmen, das ist durchgehend wird das gezeigt. Ganz besonders, da gibt es auch Zombie-Filme. Ich habe erst unlängst einen gesehen, der auch als Komödie dargestellt ist. Also ich habe nur gelacht von Anfang bis Ende. Aber das ist rausgekommen. Und zwar, es ist am Schluss, ist herauskristallisiert worden, was dieses Mädchen, die verunglückte und zurückkam und als Zombie im Dachgeschoss lebte und dann letztendlich ihre Verrücktheit frei zum Ausdruck brachte, weil das ist, was der Zombie auch macht. Er kommt nicht zurück mit Begrenzungen, er zeigt seinen Wahnsinn, den er noch als menschliches Gefüge oder was überhaupt als menschlicher Geist an Fetzen von Erinnerungen noch mitgenommen wird und erfüllt einen wahren Sinn und Zweck. Und als dieser wahre Sinn und Zweck herauskristallisiert wurde, konnte der Zombie in dem Sinne wieder durch, letztendlich im Film ist so dargestellt, dass er entweder getötet wird oder dass er halt auf irgendeine Art und Weise sich auslöscht und sozusagen zurückgeht in den Tod, um dort seinen Frieden zu finden. Aber was der Zombie eigentlich an Sinn und Zweck erfüllt, weil der Zombie wird ja von den Lebenden wahrgenommen und getroffen, ist, und das muss herauskristallisiert werden, weil das ist, was wir zwischen uns allen herauskristallisieren müssen und dürfen. Was ist der Sinn und Zweck, dass der Zombie buchstäblich zurückgekommen ist vom Reich des Toten? Warum ist er überhaupt zurückgekommen? Der junge Freund von ihr, der sie nicht mehr ertragen konnte, hat dann eigentlich gewünscht, dass sie wieder tot werden würde. Ne? Und er erzählt ihr nicht ganz den ganzen Film, weil er so wunderbar ist. Wie hat dann schnell geheißen? Das werde ich noch herausfinden. Am Ende schreibe ich es dann noch in den Chat rein. So, nochmal den Blick auf den Sinn und Zweck, den dann der Freund buchstäblich als Erkenntnis hatte. Und darin war hm, dann die Lösung. Und ist sie verschwunden und zurückgegangen. Er hat anerkannt, dass er wollte, dass sie zurückkam, weil er so gelitten hat am Verlust, am Festhalten der Form, am Festhalten des Erinnerungsbildes, wer sie für ihn war als die Freundin. Und damit hat er eingestanden, dass er sie zurückholte und buchstäblich zum Zombie machte. Und dann herauskristallisiert, das war eine ganz kurze Sequenz, in dem er sagte, danke, danke, dass du zurückgekommen bist, auch wenn ich dich jetzt nicht ausstehen kann als Zombie. Aber ich bedanke mich bei dir, weil ich jetzt erkenne, dass du mir nochmal eine Gelegenheit geben wolltest, damit ich meine Liebe zu dir fühlen darf.
Und dass wir dies noch einmal in diesem Zombie-Dasein austauschen, uns zeigen durften, wie sehr wir uns eigentlich als Mensch und jenseits als Mensch lieben und geliebt haben und weiterhin lieben werden. Und das war das Letzte dann. Ich liebe dich für ewige Zeiten, für alle Zeiten. Mhm. Und damit konnte sie dann zurückkehren. Ja? Und wenn wir uns darüber bewusst sind, wissen wir, das ist das gesamte Bild von einem Kurs in Wundern. Das ist die gesamte Lehre. Das ist, was ein Kurs in Wundern lehrt, dass ich mich daran erinnere, was wirklich der Sinn und Zweck ist, mich selbst hier auf der Zeitlinie zu treffen, wiederzutreffen. Ja, die Liebe ist immer die Erlösung. In den Märchen auch oft, ne? Ich muss den Hm? Frosch küssen. Wobei im Märchen muss man ihn ja gegen die Wand werfen und nicht küssen. Das fällt mir gerade auf. Es wird immer nur behauptet, man müsste den Frosch küssen, aber sie wirft ihn ja an die Wand. Ich weiß gerade gar nicht, wo das mit dem Küssen herkommt. Okay, Ja, ich habe das mir ist gerade sehr selber gut. widersprochen, aber ihr wisst. Sehr gut, ja. Ja, da gibt es wirklich unzählige Beispiele dazu und das sind alles gute Beispiele, ne? Die zeigen alle bestens auf, worum es da eigentlich wirklich geht in unseren Aktionen, in unserem Geist, in unserem Ganzwerden, lass uns mal dazu sagen. Ne? Verstehst du, letztendlich bin ich nicht hier, um mich ständig nur zu, ja, ich bin ja schon ganz, ja, ich bin ja, ja, das wissen wir eh schon, das ist ja die Erkenntnis. Und sicher bedarf es diese Erinnerung im Geist, wie ich sagte, nur die Wahrheit aufrechtzuerhalten. Aber im Ausdruck, im Erleben wird es immer eine Demonstration der Umwandlung sein von der Begrenztheit zur Ganzheit. Es kann nicht anders sein. Ja, den Frosch gegen die Wand zu werfen, ist ja auch die erste authentische Reaktion da. Sie hat den Widerwillen und sie macht es trotzdem, weil ihr Vater sagt, sie muss. Mhm. Und das gegen die Wand werfen ist diese erste authentische Reaktion, wo sie zu sich steht, wo sie, ja, wo sie zu sich steht, wo sie zu ihren Grenzen steht. Mhm. Und in dem Moment, wo sie zu sich steht, wandelt sich das ganze Bild. Between. Also, wenn ich das richtig verstehe, jetzt Corona bei mir kommt an. Ähm, Es ist sozusagen, in meinen Worten, ist diese pure Ehrlichkeit, mich einfach nackig zu machen. Und durch diese Ehrlichkeit kann sich das wandeln. Du fragst Devavan, Ja, ich oder? meine, diese Und ich frage, Ehrlichkeit ist natürlich absolut, das ist das Thema. Ne? Bin ich bereit, da ehrlich hinzublicken auf meine eigene Denkweise, auf das, wie ich es wähle, wie ich mich erfahren möchte? Absolut, ja. Magst du was dazu sagen, Corona? Ich erlebe es so für mich. Wir haben öfter darüber geredet, über dieses Thema, sieht Liebe in der Form aus? Und dass wir es ja eigentlich gar nicht wissen. Ich entdecke das immer wieder für mich, dass ich denke, hä, aber das ist doch nicht liebevoll. Und dass ich dann immer wieder für mich entdecke, ja, aber das Authentische, das ist liebevoll mir selbst gegenüber, weil da stehe ich zu mir und da ist die Selbstvergebung drin. Und so habe ich das für mich ähm, verstanden, warum diese Transparenz, dieses Ehrlichsein, dieses zu mir stehen, warum das für mich immer wieder ein Weg ist in Richtung Erlösung. Oder warum ich immer wieder so geführt werde oder warum da immer wieder die Erleichterung drin ist. Ich, ja,
weil Mhm. ich sehr angepasst war, ja. Und weil ich immer dachte, ich müsste aber diese Rolle spielen, weil ich sonst nicht da sein darf. Da war so viel Scham und Schuld und eigentlich dürfte ich gar nicht existieren, ja. Meine Mutter hat einen Seitensprung gemacht. Ich darf eigentlich gar nicht da sein. Meine Mutter hatte massive Schuldgefühle. Und ich habe einfach versucht zu rechtfertigen, dass ich irgendwie da sein darf. Es hat aber nicht funktioniert auf der Ebene. Und, und was ich erlebe, wo ich seit Jahren immer mehr hingeführt werde und seit vielen, 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 vielen Jahren, ist immer wieder einfach so zu sein, wie ich bin und nicht zu denken, ich müsste irgendwelche Erwartungen erfüllen. Mhm. Und da ist mir gerade äh, der Froschkönig sehr nah, wenn ich jetzt gerade so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Mir kam die Assoziation mit dem Froschkönig und es hat uns jetzt wo ganz anders hingeführt, als ich dachte, wo es wäre oder mich. Aber da sind wir wieder bei meiner Geschichte, ja. Ja, das ist eine gute Erkenntnis, die du hier teilst. Wunderbar. Ich wollte nochmal ausdrücken, was ich in mir erlebe, wenn ich von dieser Ehrlichkeit rede. Ich habe für mich das Empfinden, dass wenn ich wirklich ehrlich und authentisch was ausspreche, dass ich dass die Ehrlichkeit letztendlich vor dem Vater ich ausdrücke und da geht bei mir immer mehr lang, dass ich weiß, okay, das ist der Weg, das ist die Wahrheit, wenn ich im Gefühl, im Gefühl bin und was ehrlich ausdrücke, dass ich das zwar vor mir ausdrücke und auch vor dem Partner ausdrücke, aber letztendlich mh, drücke ich die Ehrlichkeit vor dem Vater, vor dem Himmel aus. Mhm. So könnte ich es für mich ausdrücken jetzt. Danke. Ja, genau. Danke. Okay, ich glaube, wir werden es dann einfach lassen in dieser Stille. Ich schreibe hier nochmal in den Chat rein, wie dieser Film heißt, den ich geteilt habe. Er heißt Life After Beth. Beth ist der Name, das Leben danach, ne? Nach dieser Beziehung mit Bethany. Danke, ihr Lieben, wunderbar. Hab noch einen Song zum Verbinden. So, vielleicht noch ein paar Ankündigungen zum Schluss. So, nächste Woche, das, wie es in der WhatsApp-Gruppe bereits kurz angekündigt hat, ist noch in den Sternen, ob ich dafür Zeit haben werde oder schon am Weg zum Flughafen sein werde. Ich bin ja am Weg nach
Europa und werde da mehr oder weniger ein paar Wochen, einen Monat bleiben. Wie ihr wahrscheinlich ja auch schon mitbekommen habt, das 3 Tage zum Erwachen, Tag 3 ist veröffentlicht. Momentan als Buch und als elektronische Kindle-Version. Danke, Christiane. Sie arbeitet noch am Hörbuch und das wird natürlich ganz toll, auch mit meiner KI-Stimme drauf. Danke dir so sehr. Und es gibt ein paar Einladungen, danke dir, Corona. Und zwar, ich glaube, die erste ist ja schon fixiert in Freiburg. Das wird der Samstag, der 2. April sein, wenn du in der Nähe bist oder gerne möchtest, mehr oder weniger ein 2. bisschen Mai. eine verlängerte, bitte? 2. 2. Mai. Mai, sorry. Im April sind wir ja schon, 2. Mai. Es wird 17 Uhr sein, einfach so einen Abend gemeinsam verbringen. Und das ist ja auch angekündigt auf unseren Telegram-Kanälen beziehungsweise auf Ankündigungskanälen. Und wir arbeiten gerade an einem Banner, das wird dann am Wochenende, am Samstag vor dem Wochenende des Festivals, das wird dann der 16. Mai. 16. Mai sein, bei Hans in der Schweiz, gleich über der deutschen Grenze. Und das wird auch so mehr oder weniger am Nachmittag, 15 oder 16 Uhr, ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen. So, ja, wenn du irgendwo da in der Nähe bist oder das Gefühl hast, dabei sein zu wollen, dann können wir uns, wie gesagt, auch persönlich treffen und dann die Woche darauf bin ich ja schon präsent auch beim Wunderfestival in Bad Meinberg. Und sonst treffen wir uns einfach hier auf der virtuellen Ebene. Passt auch, ne? Fehlt auch nichts. Danke euch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ganz viel Licht. Es ist Danke. großartig aus in meinem Geist. Danke. Einen schönen Tag noch. Danke.